Hallo ihr Lieben, ich durfte die Hava R09, die Spülmaschine testen, eine kleine Spülmaschine für eine kleine Küche oder den Schrebergarten, die keinen festen Wasseranschluss braucht. Könnte das wirklich funktionieren? Ob sie wirklich praktisch ist und was sie alles kann, das schauen wir uns heute zusammen an. In diesem Video packe ich sie gemeinsam mit euch aus, zeige euch, wie man die Spülmaschine einrichtet und den Enthärtegrad einstellt, teste sie zu Hause und im Garten und am Ende gibt es mein ehrliches Fazit. Also, lasst uns direkt loslegen. Ich wurde von der Firma Hava kontaktiert und mir wurde angeboten, die Tischspülmaschine Hava R09 zu testen. Jetzt fragt ihr, hast du keine Spülmaschine? Ja, wir haben eine große Spülmaschine hier sogar, aber wir haben auch einen Schrebergarten und in unserem Schrebergarten haben wir kein warmes Wasser und wir haben auch kein extra Wassereinschluss. Daher fand ich diesen Angebot richtig interessant und wollte die Tischspülmaschine unbedingt mal testen und schauen, wie es funktioniert, weil es eine perfekte Lösung für unseren Schrebergarten sein könnte. Und jetzt habe ich das Paket schon bekommen und ich hole es kurz. Und ich dachte, dass wir es zusammen aufmachen und ich werde mit euch auch meine ersten Eindrücke teilen. So, das ist die Hava R09 Tischspülmaschine. Eigentlich ist es größer, als ich erwartet habe, aber natürlich muss es schon eine bestimmte Größe haben, so dass da das Geschirr auch reinpasst. Wenn es zu klein ist, dann passt natürlich nichts rein. Und die Spülmaschine ist für kleine Küchen gedacht, auch für die, die keinen extra Wassereinschluss haben. Die Spülmaschine hat so einen Wassercontainer und da braucht man dann auch keinen extra Wasseranschluss. Meine ersten Eindrücke, es ist richtig schön modern, sieht wirklich schön aus. Es hat hier einen durchsichtigen Fenster, wo man das ganze Geschirr dann auch sieht. Wie gesagt, unerwartet für mich etwas größer, aber das hätte ich eigentlich erwarten sollen, weil das Geschirr muss ja auch reinpassen. Für unseren Garten muss ich schauen, ob das nicht zu groß ist, aber hoffentlich nicht, weil dafür ist es eigentlich oder war das für mich eigentlich gedacht. Ich werde die Spülmaschine jetzt die Tage mehrmals testen, um zu sehen, wie es funktioniert. Nach diesem ersten Test zu Hause werde ich dann die Spülmaschine auch zu uns ins Garten bringen und da noch weiter testen. Bin wirklich gespannt und hoffe, dass es für uns die Lösung für den Garten sein wird. Innen in der Spülmaschine findet man alle anderen Teile. Das ist dieser Korb, wo das Geschirr reinkommt. Das werde ich auch noch testen, was da reinpasst und wie viel. Dann haben wir noch so eine Kanne. Mit dieser Kanne kann man dann hier das Wasser reinfüllen und dann haben wir hier noch die Schläuche, dann haben wir noch so einen Korb, ich weiß nicht wofür das ist, aber ich werde mir die Zeit nehmen, alles durchlesen und dann direkt mit den Testen anfangen und ich werde euch natürlich alles auch zeigen und erklären. Bevor ich mit dem Testen beginnen kann, werde ich die Spülmaschine einrichten. Es gibt zwei Schläuche. Diesen hier brauchst du, wenn du die Spülmaschine anschließen möchtest. Ich werde den Wassertank benutzen und brauche ihn deshalb nicht. Der zweite Schlauch ist für den Ablauf und den werde ich jetzt befestigen. Erst die Schlauchschelle mit einem passenden Schraubenzieher leicht öffnen, nur so weit, dass er sich bewegen lässt. Dann den Schlauch an die Spülmaschine bringen. Hier musst du darauf achten, dass die Richtung richtig ist, so dass sich der Schlauch danach nicht verdreht. Dann
ziehst du die Schlauchschelle fest. Danach den Schlauch in die Spüle oder in einen Eimer leiten. An dem Schlauch ist noch ein Saugknopf zum Befestigen. Ich muss aber sagen, dass dieser sich sehr schlecht hält, ist aber auch nicht wirklich nötig. Dann die Spülmaschine anschließen und einschalten. Wenn du die Spülmaschine mit dem Wassertank verwendest, als nächstes den Wassertank füllen. Es passen 5 Liter hinein, was etwa 3 vollen Krügen entspricht. Wenn der Wassertank voll ist, sind 3 Pieptöne zu hören. Bevor der erste Spülgang gestartet werden kann, müssen wir noch Salz einfüllen. Dafür nimmst du den Geschirrständer heraus und füllst bis maximal 500 Gramm Spülmaschinensalz in die Salzkammer. Ich habe die Anleitung nicht gut genug gelesen und erst später nachgeschaut, weil die Salznachfüllanzeige immer noch geleuchtet hat. Aber du solltest direkt, nachdem du das Spülmaschinensalz eingefüllt hast, noch etwas Wasser in die Salzkammer gießen. Dann sollte das Licht nach einiger Zeit auch nicht mehr leuchten. Die Hava R09 Spülmaschine hat eine Wasserenthärtung, die du speziell an deinen Ort anpassen kannst. Im Handbuch findest du die entsprechenden Einstellungen. Wenn du bei Google die Wasserhärte für deine Stadt suchst, kannst du die passenden Werte ganz einfach finden. Dann drückst du den Powerknopf zusammen mit dem Kindersicherungsknopf. Um den benötigten Härtegrad einzustellen, mit dem Kindersicherungsknopf die Stufe wählen und zum Schluss mit dem Powerknopf bestätigen. Jetzt können wir den Testlauf machen. Etwa 8 Gramm Spülmittel in das Spülmittelkammer füllen und das gewünschte Programm wählen. Es wird empfohlen, erst einige Gänge ohne Geschirr durchzuführen. Ich fand es wirklich spannend, beim Leerlauf durch das Glasfenster zu beobachten, wie das Wasser in der Spülmaschine fließt und durch die 2 Sprühhalme gesprüht wird. Während des Waschgangs wird das Wasser mehrmals abgelassen. Nach dem Leerlauf testen wir natürlich auch mit Geschirr. Mein Geschirr hat teilweise über Nacht gestanden und ich war wirklich gespannt, ob es trotzdem gut gespült wird. Ich fand es auch super, dass auf der zweiten Ebene kleine Tassen und Schüsseln passen, was mehr Kapazität bietet. Insgesamt haben bei mir 7 große Teller, 4 Tassen, 2 kleine Teller, 2 Schüsseln und Besteck auf einmal hineingepasst. Meine Gedanken an der Stelle: wird es so voll beladen trotzdem sauber? Dann noch Geschirrspülmittel einfüllen und Wasser nachfüllen. Es gibt 7 verschiedene Waschprogramme und diesmal habe ich das Normalprogramm gewählt, das für normal verschmutztes Geschirr gedacht ist. Ein Teil des Geschirrs war vom Tag davor, aber ich wollte es trotzdem mit diesem Programm testen. Nachdem der Waschgang zu Ende ist, wird das Geschirr für 60 Minuten getrocknet. Diese Funktion finde ich richtig toll, wenn man gerade nicht da ist. Weil ich aber zu Hause war und sehr neugierig auf das Ergebnis war, habe ich das Trocknen selber vorzeitig beendet. Alles ist richtig schön glänzend sauber geworden. Die Teller, die Tassen und auch das Besteck. Und das sogar bei voller Beladung. Also haben wir die Hava R09 mitgenommen und zu uns in den Schrebergarten gebracht. Beim Einbringen musste ich nur das Ablaufschlauch umdrehen, weil es in die andere Richtung als bei uns zu Hause zeigen musste. Und dann war sie schon bereit für unsere Grillabende mit der Familie. Der erste Härtetest war am Ostersonntag. Wir waren 10 Erwachsene und 4 Kinder. Die Spülmaschine haben wir 3-mal geladen und jeweils die 29-minütige Quick-Funktion benutzt. Alles ist richtig schön sauber geworden. Wir haben diesmal auch die Trockenfunktion nicht benutzt, weil es für uns nicht nötig war. Die letzte Ladung habe ich in der Spülmaschine gelassen und nur die Tür offen gelassen, so dass das Geschirr trocknen könnte. Die größeren Schüsseln und ein paar Töpfe habe ich für später gelassen, um sie nach 2 Tagen zu waschen.
Hier musste ich ein bisschen Tetris spielen, weil nicht alles auf Anhieb hineingepasst hat. Ich habe dabei gemerkt, dass man die zweite Ebene nicht hochklappen kann, sonst geht die Tür nicht zu. Hier dachte ich, dass ich das Normalprogramm oder das Strong-Programm nutzen muss, um das Geschirr sauber zu kriegen. Die erste Ladung habe ich dann mit dem Normalprogramm gewaschen. Alles ist wieder richtig gut sauber geworden. Zur zweiten Testweise habe ich die nächste Ladung dann mit dem kurzen Programm gewaschen und sogar das hat völlig ausgereicht. Ich denke, auch weiterhin werde ich meistens das schnelle Programm bevorzugen, außer wenn Essensreste wirklich stark eingetrocknet sind. Nach einigen Tests zu Hause und im Garten kann ich jetzt mein Fazit zu Hava R09 ziehen. Mir hat ganz besonders gefallen, wie einfach das Einrichten war und wie benutzerfreundlich die Spülmaschine ist. Überrascht hat mich auch, wie viel Geschirr tatsächlich auf einmal hineinpasst. Wenn man die Spülmaschine so anschaut, denkt man nicht, dass da wirklich viel reinpassen kann, aber zum Beispiel, da passen auf einmal 7 große Teller, mehrere Tassen und kleine Teller. Und selbst wenn sie voll beladen ist, wird das Geschirr trotzdem sauber. Mein persönliches Highlight war, dass man die Spülmaschine nicht fest anschließen muss. Deswegen ist es zu uns ins Garten gekommen. Man füllt einfach den Wassertank in der Spülmaschine mit einer Kanne und den Abfluss kann man in die Spüle oder in einen Eimer leiten. Ich finde das super praktisch und für uns ist es eine perfekte Lösung für den Garten. Natürlich geht es nicht ohne kleine Nachteile und bei dieser Spülmaschine ist es, denke ich, ziemlich klar. Da passt nicht jedes Geschirr rein. Ich habe bei uns im Garten auch getestet und es gab auch große Teller, die nicht in die Spülmaschine passen oder große Schüsseln. Aber ich muss sagen, das ist für mich nicht ausschlaggebend, weil ich auch zu Hause solches Geschirr habe, das auch in unsere große Spülmaschine nicht passt. Und deswegen finde ich es nicht schlimm. Man passt sich dann etwas an. Und das Zweite, auch so eine kleine Verbesserung vielleicht oder was ich mir wünschen würde, wäre, dass man die Wassermenge sehen könnte irgendwie, dass die Maschine das irgendwo anzeigen würde, weil dann weiß man so ungefähr, wie viel Wasser gebraucht wurde und wie viel man dann einfüllen soll. Klar ist es auch praktisch, so wie die Maschine gerade funktioniert, dass man einfach so lange das Wasser einfüllt, bis die Maschine diese 3 Töne macht, dann weiß man, dass die voll ist, aber ich würde schon mich freuen, wenn es so eine Funktion gäbe, wo man dann den Wasserstand auch sehen könnte. Für wen würde ich die Hava R9 Spülmaschine empfehlen? Ich finde, die Hava R9 Spülmaschine ist eine tolle Lösung für kleine Haushalte, für Studentenwohnungen, so wie bei uns für den Schrebergarten oder auch für Camping. Für uns im Garten ist sie wirklich eine große Hilfe geworden und die ganze Familie ist total begeistert. Früher mussten wir Wasser separat kochen, weil wir kein warmes Wasser im Garten haben. Dann dieses Wasser mit kaltem Wasser in einem Behälter mischen, das Geschirr waschen und das musste man dann mehrmals machen und dieses Prozess hat niemand gerne gemacht. Niemand wollte das losziehen, um das Geschirr zu waschen und manchmal haben wir das Geschirr einfach nach Hause getragen und zu Hause gewaschen, weil das einfach viel einfacher ist, als das Geschirr hier bei uns im Garten zu waschen. Da kannst du dir vorstellen, wie viel einfacher es für uns jetzt geworden ist und warum die ganze Familie sich über die Spülmaschine freut. Alles in allem bin ich wirklich positiv überrascht und sehr zufrieden. Ich kann die Hava R09 Spülmaschine auf jeden Fall empfehlen, wenn man eine
flexible, kleine Spülmaschine sucht. Ganz ehrlich, war ich am Anfang sehr skeptisch, was es die Füllmenge des Geschirrs angeht und auch die Leistung des kurzen Programms. Aber ich war wirklich positiv überrascht. Es passt wirklich viel Geschirr in die Spülmaschine und die Leistung von der kurze Programm ist auch wirklich super und sogar in diesen 30 Minuten wird das Geschirr schön sauber. Jetzt freue ich mich umso mehr auf die Zeit im Garten und auf die Grillabende. In der Videobeschreibung habe ich für euch die Hava R09 Spülmaschine verlinkt. Ich habe auch einen Rabattcode für euch. Mit dem Code ELISA bekommt ihr einen zusätzlichen Rabatt bei eurem Kauf. Bitte beachtet, dass der Rabatt nur 7 Tage nach der Veröffentlichung des Videos gültig ist. Und natürlich, wenn ihr noch Fragen habt, die ich im Video nicht beantwortet habe, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren anschreiben und ich werde euch gerne weiterhelfen. Ich hoffe, mein Test der Hava R09 Spülmaschine hat dir weitergeholfen. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du schon Erfahrung mit kleinen Spülmaschinen hast oder ob so eine Lösung für dich praktisch wäre. Wenn dir das Video geholfen hat und gefallen hat, vergiss nicht, den Daumen nach oben zu geben. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine Testvideos und Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.